Hallo, schön, dass du heute wieder bei mir bist. Wenn du hier neu bist, ich bin Freya und heute zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du mit Leichtstrukturpaste auf Leinwand arbeiten kannst und somit auch einzigartige Kunstwerke zu schaffen. Bevor wir starten, hier die Materialien, die du brauchst. Eine Leinwand deiner Wahl, Leichtstrukturpaste, Spachtel oder Malmesser, Acrylfarben und die Pinsel. Das war's. Okay, dann lass uns mal anfangen. Im ersten Schritt bereiten wir die Leinwand vor. Wenn du möchtest, kannst du sie vorher mit einer Grundierung bemalen, aber das ist auch optional. In dem Fall mache ich das aber immer gerne. Dann klebe ich liebend gerne meine Leinwände immer ab, um so eine schöne Umrandung zu schaffen. Das ist immer so meine eigene Vorliebe. Und jetzt geht es ans Auftragen der Paste. Nimm dein Malmesser und trage eine großzügige Menge Paste auf die Leinwand auf. Verteile sie gleichmäßig oder kreiere jetzt bereits schon erste Strukturen, je nachdem, was du dir so vorstellst. Ich habe jetzt schon Farbe hinzugefügt, das musst du aber nicht. Du kannst auch im Nachhinein die Strukturpaste noch übermalen. Achte darauf, dass die Schicht nicht zu dünn wird, damit die Textur sich auch, dass die gut rauskommt. Ja, und nun lass deiner Kreativität einfach freien Lauf. Nimm dir Zeit. Verwende entweder so wie ich so ein Malmesser, das benutze ich sehr gerne. Kannst aber auch einen Spachtel oder Schablonen benutzen oder andere Werkzeuge, um interessante Muster und Texturen zu erstellen. Genau, man kann auch geometrische Muster auftragen. Da schau einfach, was dir am meisten zusagt und gefällt. Und wenn du zufrieden mit dem Ergebnis bist, ziehen wir einmal das Abklebeband im nassen Zustand noch ab und lassen das Bild gut trocknen. Das kann je nach Dicke der Schicht mehrere Stunden oder meistens, wie in meinem Fall, über Nacht dauern. Es ist wichtig, dass die Paste komplett durchgetrocknet ist, bevor wir halt weitermachen. Ja, und jetzt kommt die Farbe. Da wähle deine Lieblingsfarbe aus. Heute habe ich einen Pinsel benutzt. Du kannst aber auch einen Schwamm nehmen. Da guck, was dir am liebsten oder am besten zusagt. Und ich beginne dann immer heller zu werden. Also ich fange hier mit verdünnter Farbe an und erstmal ganz wenig. Dann lasse ich das ein bisschen antrocknen und hier genau gehe ich immer mit mehr Farbe drüber. Also mit unverdünnter Farbe und mache das wirklich ganz, ganz leicht. Wenn ich merke, das ist noch nicht kontrastreich genug, dann drücke ich eher stärker auf mit dem Pinsel. Da kriegt man irgendwann so ein Gefühl für, was einem da so am liebsten zusagt. Ja, und so sieht man schon, wie schön da diese kleinen Feinheiten dann zum Vorschein kommen. Ja, und so finde ich das schon echt richtig cool. In den Vertiefungen bin ich dann nochmal extra mit dunkler Farbe rübergegangen, um das nochmal so ein bisschen zu verstärken, das Licht- und Schattenverhältnis. Ja, und so finde ich das schon mega schön. Ja, hat sowas wirklich Edles, finde ich. Hier siehst du nun diese Variante. Ich wollte aber noch mal ein bisschen Wärme reinbringen und habe dann noch mal eine warme Farbe gewählt, die ich dann wirklich ganz, ganz leicht auftrage. Ich habe wirklich ganz wenig auf meinem Pinsel an Farbe. Öl aufdrücken kann ich immer noch.
Genau, da taste dich mal ganz vorsichtig ran und so ganz, genau, hier nochmal so ganz schräg leicht da die Struktur rausarbeiten. Und das finde ich auch schon richtig schön. Ja, und dann sonst geh, so wie ich, immer noch mal ein bisschen drüber, immer noch ein bisschen mehr Farbe, bis es für einen halt stimmig ist. Beide Bilder werde ich dann zum Schluss nochmal gegenüberstellen. Das kühle Bild oder das warme Bild. Da würde mich mal interessieren, was dein Favorit ist. Das schreib mir gerne in die Kommentare. Da bin ich sehr neugierig. Wenn du Freude an der Kreativität hast und am Rumexperimentieren, kannst du so einfach mit Leichtstrukturpaste eine wunderschöne Leinwand gestalten. Teile gerne deine Erfahrungsberichte in den Kommentaren. Ich bin gespannt auf deine Ergebnisse. Schau auch in die Videobeschreibung, dort findest du einen Link zu meinen Lieblingsprodukten. Und dann sage ich erstmal danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss!